Ich bin neugierig und deswegen gibt es heute eine Roomtour der ganz besonderen Art. Ein Fahrzeug, das man bei mir auf dem Kanal gar nicht so oft sieht. Und deswegen freue ich mich umso mehr. Der Euramobil Integra Line 730 EF. Was das alles bedeutet, das erkläre ich euch gleich. Nicht nur das Fahrzeug, sondern auch ein bezauberndes Pärchen. Aber das gleich alles der Reihe nach. Wenn dich das alles interessiert, dann würde ich sagen, herzlich willkommen und bleib sehr gerne dran. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute habe ich hier, wie schon angekündigt, ein ganz besonderes Schmankerl. Das Fahrzeug zum einen, das sieht man gar nicht so oft auf meinem Kanal, aber ich bin halt neugierig und möchte mir das auch einfach mal anschauen. Vielleicht kann man sich das ein oder andere ja auch abgucken. Und ich habe vor allem auch ein ganz süßes Pärchen dazu, die das fahren, mit einem ganz speziellen Grund. Den schauen wir uns als erstes an. Ich stelle euch die beiden als allererstes mal vor und dann gehen wir gleich in die Bütt und kümmern uns um dieses Fahrzeug, machen eine Roomtour von vorne bis hinten. Und deswegen ist mir auch ganz wichtig, ihr findet hier unten so Sprungmarken, da könnt ihr genau an die Stelle springen, die euch ganz besonders interessiert. Denn wir haben hier auch einen ganz besonderen Grundriss, dazu aber dann gleich in den Details. Und zu guter Letzt kommt dann natürlich noch mein kleines persönliches Fazit und dann stellt sich heraus, ob ich mal Bock hätte, auch wieder mit so einem Integrierten durch die Gegend zu cruisen oder nicht. Ich bin auf alle Fälle gespannt und jetzt freue ich mich aber als allererstes mal auf die beiden, die mit diesem Fahrzeug unterwegs sind. Jetzt stehen wir da und jetzt habe ich immer nur vom Pärchen geredet und dann ist der Tobi da auch noch dabei, der Camper-Tobi. Aber wir haben ja die letzte Woche schon das Video gesehen, wo wir über Karawanien und generell über das Campen gesprochen haben und so ist es dann, ist irgendwie ein bisschen eskaliert bei uns und das ist ja das Geile, oder? Also sind wir ehrlich. Und jetzt habe ich sie alle da und es war mir nochmal wichtig, dass wir da noch ein bisschen drauf eingehen, weil über den Tobi haben wir uns kennengelernt, ne? Ja. Erzählt mal ganz kurz, also bei den Tobi brauchen wir nicht vorstellen, kennt ihr alle, aber stellt ihr euch beide mal ganz kurz vor, damit wir wissen, mit wem wir es überhaupt zu tun haben. Ja, ich bin Ilona und das ist mein Mann Mike. Und ja, wir sind eigentlich auf Hochzeitsreise und durch Zufall haben wir dann halt Tobi und Markus getroffen als Überraschung. Und ja, jetzt stehen wir hier und genau. Und wisst nicht so recht, was passiert, ne? Genau. Ja, aber ist doch super. Nee, also warum für mich das so interessant war, weil ich das schon mal spannend fand, eine Hochzeitsreise mit dem Auto. Und da habe ich mir gedacht, boah, wir hatten nämlich dann über das Joghurtbechertreffen gesprochen. Da kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, Tobi, was hat es damit auf sich und wann ist es? Ja, das Joghurtbechertreffen machen wir mit Vans & Friends. Da gibt es eine ganze Serie auch von Outdoor-Messen und erstmalig in Berlin am Spargelhof in Kleistow. Von 31. Mai bis 2. Juni. Gibt übrigens noch Tickets. Und da ist die Firma Dinnebier aus Leipzig, Berlin und Potsdam unser Hauptsponsor. Also alles hat sich irgendwie ergeben. Ach, und das seid ihr? Ja, das wusstest du gar nicht, gell? Jetzt check ich es erst. Ja, ach, das ist ja witzig. Also ihr erlebt es ja da durch und durch, Genau. quasi. Ja, und jetzt die Überraschung, Hochzeitsreise und wer ist da? Wir sind da. Ja, das, was du dir immer wünschst, wenn du auf Hochzeitsreise gehst. Ja. Wow. Okay, dann wird ein Schuh draus für mich. Und auch mit diesem Joghurtbechertreffen, jetzt glaube ich, muss man auch noch mal sagen, da sind alle herzlich willkommen, weil ich damals zum Spaß gesagt habe, ja, da bin ich ja gar nicht willkommen. Und so ist das dann alles irgendwie ins Rollen gekommen. Und dann habe ich mir gedacht, neugierig wie du bist, gucke ich mir das halt an. Die sind auf Hochzeitsreise, die sollen dann schön spazieren gehen und ich vergnüge mich dann mal in ihrem Fahrzeug. Oder? So machen wir das. So machen wir das. Jetzt sagt mal kurz zu euch, seid ihr immer in so einem Fahrzeug unterwegs? Oder wie seid ihr mit dem Campingbereich unterwegs? Wir probieren alle Fahrzeuge durch. Ja. Aus dem einfachen Grund auch, um dem Mieter oder dem Käufer dann das gut erklären zu können, was so die Highlights sind von den Fahrzeugen, also von der ganzen Palette durch. Genau. Und Wir sind da sehr offen mit den Fahrzeugen. Also uns ist nicht wichtig, ob es jetzt ein integrierter ist oder ein kleiner Van. Ja, wir fahren da alles und probieren es einfach auf uns selber durch, um dann auch wirklich dem Kunden das Feedback geben zu können, was wir haben. Ja, das ist uns wichtig. Wenn ich mir jetzt gleich mal euren Integrierten anschaue, worauf muss ich aufpassen und wo sagt ihr mir jetzt schon, ist euer Highlight? Ja, die Highlight, also für uns denke ich, das Highlight ist die Face-to-Face-Sitzgruppe. Ja. Das Fahrzeug, wie du nachher sehen wirst, hat 2 Einzelbetten, wirkliche Einzelbetten. Das ist ja super, wenn man auf Hochzeitsreise Ja, ist. natürlich. Das soziale Zusammenleben, natürlich. Ne? Ja. Das ist dein Highlight. Jedem seins. Und natürlich, was recht toll ist, ist das Heckbad bei dem Fahrzeug. Ja, und das genau. Das ist auch das, was ich eingangs so ein bisschen erwähnt habe, dass wir hier schon einen sehr besonderen Grundriss haben. Ne? Und deswegen wollen wir da einfach mal ein bisschen reindrücken. Das Fahrzeug wird auch genau das Fahrzeug mit auf dem Joghurtbecher-Treffen zu sehen sein. Ah ja, schaut. Also, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Also Joghurtbecher-Treffen, wenn ihr da Interesse habt, das auch mal live zu sehen, weil das ist ja das Schwierige.
du hast immer deine Vorstellung, aber der Händler kann ja nicht immer alles da haben, was man sehen möchte. Ne? Und das ist dann schon ein bisschen exklusiveres oder selteneres Fahrzeug, sagen wir mal so. Ja, sehr cool. Ja, dann guckt man da mal rein, würde ich sagen. Ja. Darf ich da alles machen? Also, weil das ist, ihr seid auf Hochzeitsreise und ich gucke mir euer Auto an. Das ist schon ein bisschen strange. Alles machen. Das ist perfekt, Markus. Du kannst dich voll ausleben. Schau dir das an. Wir haben nichts zu verbergen. Das machen wir jetzt auch. Dann sage ich schon mal herzlichen Dank an euch. Ich verlinke alles mal unten drunter mit dem Joghurtbecher-Treffen mit euch, weil ich glaube, auch gerade wenn man sich für Fahrzeuge interessiert, ist es total geil, immer erst mieten, oder Tobi? Mieten. Unbedingt. Also Entschuldigung, wenn ich das sage, aber nicht gleich kaufen, sondern erst mal mieten und ausprobieren, ob das wirklich ist. Schon, ne? Den Grundriss für sich zu da fällt mir ein Satz noch zu dem Begriff Joghurtbecher. Das ist eher eine Persiflage, eine Anspielung auf unsere Urlaubsform in diesen Weißware-Fahrzeugen. Liebe japanische Motorradbesitzer, ich weiß, der Begriff kommt seit Jahrzehnten aus diesem Sektor. Wir haben das einfach übernommen. Vielen Dank dafür. Ich finde es ganz geil. Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Also ich glaube, ich bin Sardinenbüchsenfahrer, oder? Ja, Konservenbüchse, Sardinenbüchse, Kastenwagen halt. Genau. Was für Begriffe habt ihr noch alle im Petto? Ja. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich finde es super. Ich habe nämlich mal riesen Ärger bekommen, weil ich gesagt habe, auf den Platz passen auch Dickschiffe. Und ich meinte das wirklich nur nett und lieb, aber das kam nicht gut an. Ja. Aber das ist mir auch nochmal wichtig, wenn wir so sprechen. Wir finden alles geil, Camping halt. Ja, und Camping ist bunt und insofern, das soll vielleicht auch nochmal wichtig gesagt zu sein. Ja gut, dann schicke ich euch jetzt mal weg, damit ich in Ruhe gucken kann. Wollt ihr drei jetzt miteinander, weil dann gehe ich alleine. Nee, du nimmst die schön mit. Ich mache das schön alleine. Wir gucken uns jetzt die Spezifikationen des Fahrzeuges an und gehen dann in der Roomtour alles durch. Beginnen wir mit den Spezifikationen und da muss ich schauen, dass ich jetzt nichts durcheinander bringe. Ihr dürft mich nachher prüfen. Wir bauen hier auf einem Fiat-Chassis. Das bedeutet, wir haben da natürlich auch erstmal die ganz normalen Motoren, die es hier zur Verfügung gibt. Wir fahren hier mit einem 180 PS Motor. Das Fahrzeug ist auf 4,4 Tonnen zugelassen. Das heißt, wir haben auch nochmal ordentlich Zuladung. Und bei den Abmessungen wird es jetzt hier natürlich für mich als Kastenwagenfahrer ganz speziell. Wir messen in der Länge 7,58 Meter. Ich war am Anfang auf 7,30 Meter wegen der Typenbezeichnung, hat damit aber nichts zu tun. In der Höhe haben wir 2,88 Meter und hier in der Breite ohne die Spiegel haben wir 2,32 Meter. Und eines darf bei den Spezifikationen natürlich nicht fehlen, das ist der Preis. Und so wie das Fahrzeug jetzt hier steht, ich werde euch das unten in der Videobeschreibung auch noch mal verlinken, damit ihr genau sehen könnt, was in der Konfiguration alles mit bei ist, kommen wir auf Liste erstmal so auf knapp 140.000 Flocken. Unfassbar, gell? Das ist schon richtig viel Asche, aber da geht es dann eben an euch ein bisschen zu verhandeln, da geht bestimmt was. So, als nächstes gucken wir uns mal das Fahrzeug von außen an und da habe ich mir jetzt gedacht, wenn der Tobi schon da ist, ist echt ein Experte, dann hole ich mir den dazu, weil ich ein bisschen Angst habe bei so einem Fahrzeug. Da bin ich einfach kein Experte und deswegen freue ich mich, dass der Tobi uns dann noch mal ein bisschen zur Seite steht. Also das hier ist klar, damit wissen wir schon mal, ich fahre über 3,5 Tonnen und bin im Ausland unterwegs. Ne? Brauchen wir nicht näher darauf eingehen. Vor allem Frankreich. Ja. Hier sehen wir gleich mal, welche Heizung hier mit drin ist. Ne? Ja, vor allem die alte Warmwasserheizung, mein Favorite, the King of Comfort, sagt der alte selber. Da hast du halt dieses Gebläse nicht mehr im Hintergrund, die Luftqualität ist wesentlich besser, es ist echt wohnelig, wohnelig ist gut. Es ist echt wohnelig. Tolle Atmosphäre wie zu Hause eigentlich. Heißt es, dass wir hier sogar auch Fußbodenheizung haben? Ja, der Eura, ich habe ja auch lang verkauft, hat einen thermischen Doppelboden, thermisch-technisch nennt man das. Der ist ebenerdig durchlaufend und da sammelt sich die warme Luft und erwärmt den. Das ist so ein Fußbodenheizungseffekt. Ich garantiere, du kannst auch bei 30 Grad minus barfuß rumlaufen. Ich habe schon gemacht. Und Wasserheizung haben wir dann auch drin von Alte. Das heißt, das ist im Prinzip, wie ich es von zu Hause kenne. Ich habe dann Heizkörper in Anführungsstrichen. Richtig. Da ist dann das warme Wasser. Ganz anderes Warm-Feeling als mit diesen Gebläseheizungen ständig. Ne? Mehr geht nicht. Ja, genau. Ja, ist ja schon mal top. Okay, also dann Türe. Was ist da zu sagen? Die hat Standardmaße wahrscheinlich, brauchen wir gar nicht so viel drüber sagen. Das ist eine oder? klassische Wohnmobiltür mit dem Zweifachschließsystem. Oben und unten Verriegler, natürlich mit Zentralverriegelung. Das ist natürlich in der Kategorie schon, nicht nur in der Kategorie, schon überall Serie. Aber irgendwie ist die kaputt. Ja. Weil die kann man nicht schieben, oder? Die kannst du nicht schieben. Das ist typisch Kastenwagenfahrer, aber alles gut. Okay, pass auf, was haben wir hier? Hier ist Kühlschrank wahrscheinlich, da schauen wir uns dann in der Küche gleich nochmal an. Absorber, genau. Absorber-Kühlschrank, genau. Hier, darf ich da aufmachen? Ja. Du darfst diese schwarze Gasaußensteckdose auch bewundern. Da hat man keine andere Lagerung gehabt, aber das ist die einzige Kleinigkeit, die ich jetzt gefunden habe, für den Grill direkt anzapfen und los geht's. Ja.
Perfekt. Wie viel Gas habe ich hier? Schauen wir gleich noch. 2x11 Kilo. 2x11 Kilo Ja. Standard. Das ist Regel. Oh, hier kommt kein Frischwasser rein, sondern hier kommt Fernsehen raus, richtig? Ja. Wichtig jetzt für die EM, da sehe ich alle wieder sitzen auf den Campingplätzen und miteinander. Oh wow, das ist sogar beschrieben, Ja. hier. Finde ich cool. Ja. Also wir haben 12 Volt, wir haben den SAT und wir haben 230 Volt. Zweimal Ja. SAT haben wir sogar. Ja, für den Tischgrill, Für den Tischgrill. wenn es elektrisch sein soll. Mega. Hier ist, was haben wir hier drin? Da dürfen wir da aufmachen. Haben wir hier schon Garage? Ich oder denke, haben wir- das Hochzeitspaar hat es uns gestattet. Wir Ja? dürfen aufmachen. Das ist quasi eine Garage, die ist aber nicht zu unterschätzen. Die meisten kennen Einzelbetten. Hier die Riesenklappe für die Fahrräder. Ja. Das geht bei dem Grundriss nicht. Deswegen gibt es nochmal einen Fahrradträger hinten dazu. Aber hier ist ohne Ende Platz für diesen soliden Gartenmöbel oder den Grill. Da ist auch auf der anderen Seite unter dem zweiten Bett Dasselbe links nochmal. dasselbe nochmal. Ah ja, okay. Und das Kommen wir ist gleich vorbei. wesentlich tiefer nochmal. Also da geht es auch noch um die Ecke. Ah, okay. Das heißt hier dasselbe in grün, nur noch mal ein anderer Zugang, oder? Ja, du wirst dich wundern. Der Oh. Zugang ist hochinteressant. Das ist kombiniert von außen der Zugriff in den Schrank, wo du deine Wäsche oder sonstige Sachen lagern kannst. Hier sehen wir auch die Handtücher liegen drin. Mein Aber Gott, du kannst auch penibel zusammengefallen. na klar, Top. vom Bad aus zugreifen. Das ist das Schöne. Und dann ist der Schrank wesentlich höher von innen. Wir werden es dann nachher sehen. Ja, top. Unten übrigens der alte Heizkörper. Ah ja, richtig. Ja, sehr schön. Du, und pass auf, Markise ist hier noch auffällig an der Außenseite. 5 Meter, glaube ich, haben wir Ja. hier, oder? Ein Wahnsinnsgerät. Ah ja, und bevor ihr fragt, wir haben die Stützen nicht draußen, weil bei dieser Auswahllänge ist das gerade noch okay, ne? Das kann Bisschen man so- Regenschutz, bisschen Sonnenschutz, vor allem für den Kühlschrank, dann kann der gut durchatmen. Ja, mehr kann man eigentlich gar nicht mehr sagen zu dem Fahrzeug auf der Das brauchst du mal Seite. auf der Seite. Gucken wir uns mal den Hintern an. Gucken wir uns den Hintern an. Und da fallen mir 2 Sachen auf, Tobi. Einmal die Leuchten, die sehen schick aus. Ist das Voll-LED, weißt du das? Ja, das ist voll LED, auch mit Lauflichtblinker. Ich finde das Heck wirklich sexy. Das Einzige, was jetzt nicht so sexy ist für den einen oder anderen, ist der Fahrradträger auf das schöne Heck. Ich rate immer eher davon ab, aber hier geht es nicht anders, weil wir eben diesen einzigartigen Grundriss haben. Oder nicht so einzigartig, aber selten. Was ja auch zu dieser Serviceklappe führt. Ne? Kassettentoilette hinten Richtig, entnehmen. ja. Ja, finde ich aber nicht schlimm, oder? Ganz normal, einfach Kassettentoilette von Tedford integriert, raus. Die Kamera da hinten ist auch eher was Gutes, ne? Ja, die verbaut Eura seit Jahren und ich bin auch froh drum. Dometic 2-Augensystem, sage ich immer, Doppellinsenkamera. Also einmal den fließenden Verkehr nach hinten beobachten, dass der mal safe ist, dass man sieht, was rollt. Kommt So der nächste Rückspiegel quasi LKW einfach. angeschossen, digitaler Rückspiegel, hochauflösend in der Mittelkonsole. Und dann natürlich zum Parken, macht die auf, die Linse, und dann kannst du hier schön gucken. Gucken wir uns das Ganze von der Fahrerseite an. Da haben wir jetzt ja ganz schön viel hier, ne? Gehen wir mal, also hier ist wieder Service, Ja. also Zugang zur Garage, Heckgarage. Richtig. Und das ist das, was du auch meintest, ist jetzt ein bisschen tiefer, oder? Ja, jede Menge Stauraum auf die Bettlänge. Du hast im Grunde diese 2 Meter Bettlänge innen und das spiegelt sich nach unten in der Garage. Okay. Kann man von oben aber auch zugreifen über die Betten, das wirst du dann innen sehen. Du, da unten auch noch interessant. Abwassertank, ja. Der Ablauf beim Euromobil nehmen die meisten schon den elektrischen Abwassertank. Da fährst du genau drüber, gibt auch ein System mit Kamera, da kann man noch mal gucken und sich positionieren. Da musst du den 5-mal ein- und aussteigen. Ja. Und dann gibt es eine kleine Taste, Handbremse anziehen, ersten Gang einlegen. Das weiß ich mittlerweile auch, sonst macht der nicht auf. Ach, Weil Quatsch. das ist gegen diejenigen, die auf der Strecke ihr Abwasser Ah ja, macht doch entleeren. Sinn. Ja, Ja. okay. Okay, verstanden. Cool. Hier, klar, Landstromanschluss, ne? Das ist selbstredend. Ja. Was haben wir hier? Gas, 2x11 Kilo. Aha. Mit der üblichen Trumador-Kontrolle, das wird eigentlich immer verbaut, Ja. vor allem in der Fahrzeugklasse. Überhaupt ein Muss. Ich kann es euch nur empfehlen, das weißt du auch mit Crash-Sensor, dass nichts passiert, dann kannst du während der Fahrt das Gas offen lassen. Ja. Und das reicht auch mit der Alte schon bei knackigen Temperaturen ein paar Tage. Ja, kommst du da 4, 5 Tage Ja, raus, ich habe es ja selber probiert, 4, 5 ist zu viel. Also Okay. wenn wir jetzt von 0 Grad ausgehen, 2,5 bis maximal 3,5 Tage je nach Temperierung. Okay. Ja, ja, gut. Direkt drüber Außendusche. Oder? Pro Flasche übrigens. Ja, klar. pro Flasche. Ja, ja, genau. Ja. Also deswegen meine ich, in Summe kannst du dann schon 5 Tage machen. das eigentlich, ne? geht, ja. Und gibt es ja auch schön überall. Ja, Außendusche warm-kalt natürlich. Da. Ja. Braucht man, finde ich geil für Mensch und Hund und Schuhe Also und Fahrrad. ich putze immer meine Fahrräder. Ja, genau. Ja. Ich habe noch nie draus geduscht, glaube ich. Aber Wasserzentrale. oh ja.
Da hast du alles drin, wo es um die Wasserversorgung geht, sprich den Frischwassertank. Das sehen wir hier oben. Dann hat man die allgemeine Entleerung, wenn man mal doch einwintern sollte, wobei das ein winterfestes Fahrzeug ist. Das heißt, alles in diesem thermischen Doppelboden installiert. Es kann da nichts einfrieren, solange die Heizung läuft. Sehr gut. Und dann macht man eben rot auf oder blau auf und dann kommt unten, wie du siehst, das Wasser schon raus. Das sind die zwei Kreisläufe, Warmwasser und Kaltwasser und dann noch ein Entlüftungshebel und eine gute Shoreflow Druckwasserpumpe. Ja, Wahnsinn. Weißt du, wie groß der Tank ist? 140 frisch, 110 Abwasser. Alles klar. Das ist normales Regelmaß. So. Ja, genau. Ja, weil du ja auch die Kassettentoilette hast, da geht dann auch viel Wasser hin. Ne? Direkt drüber haben wir Frischwassertank. Den Frischwassertank, genau. klar. Und was haben wir denn hier Aufregendes? Ja, da bin ich mal gespannt. Da gibt es ja eine kleine Geschichte. Wieso? Eurer hat das Gott sei Dank jetzt korrigiert. Das war ein großer Makel in den Jahrgängen 22, ich glaube 21 ging es los bis 23. Und die neuen Fahrzeuge haben den AdBlue Einfüllstutzen wieder außen. Das hatten die da drinnen installiert. Und mit AdBlue da drin, da hat es einen riesen Ärger gegeben. Und mittlerweile hat man das wieder nach außen gemacht. Da geht doch mal ein Tröpfchen daneben. Ja, ja, natürlich. Ja. Und das willst du nicht im Fahrzeug haben. Ja. Das ist natürlich auch, das kenne ich ja auch überhaupt nicht als Kastenwagenfahrer. Ne? So eine Tür, da bist du schon Busfahrer. Gell? Das ist schon geil. Ja, wobei man in der Praxis sieht, ich bin ja wirklich jeden Tag unterwegs. Gehst immer auf der anderen Seite rein, es ist oder? lustig. Allein an der Tankstelle, dass die meisten integrierten Fahrer hier gar nicht aussteigen, sondern der trittst eher auf durch die große Tür, die du im Heckbereich hast. Ja. Ah, und übrigens nicht, dass ihr euch wundert, warum das im Hintergrund ein bisschen lauter wird. Wir sind am Main direkt und da ist gerade ein Schiff vorbeigefahren. Okay, ja gut, dann sind wir an der Seite auch schon wieder durch. Dann fehlt uns nur noch die Schnauze. Ja, Tobi, jetzt stehen wir an der Schnauze. Jetzt bin ich mal kein Fachmann, sondern ich will offen und ehrlich sein. Bei den Integrierten ist das oft was, wo ich sage, würde ich mir jetzt schöner vorstellen. Ich finde, die Schnauze kann was. Also ich finde, Adria kann das auch, aber das machen die auch gut, ne? Ja, ja, ich finde auch. Also es ist gefällig. Ich glaube, das ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Das ist genau so, dass man den in ein paar Jahren auch noch mit einem modernen Gesicht verkaufen kann. Ja, genau. Falls man mal verkauft. Das ist voll LED hier Ja, alles? das ist ein Paket, Zubehör, dann rüstet man auf LED. Empfehle ich aber jeden zu bestellen. Okay. Ja. Ja, und recht viel mehr können wir gar nicht sagen zur Front, oder? Gibt's sowas? Nee, gut, die Riesenscheiben. Einer, der noch gerne Integrierten probiert hat, ist immer eher so, oh, ich will keinen Bus fahren. Das haben wir tausendmal aufgespielt, das Thema. Das hat aber schon was, wenn man das erste Mal drin gesessen ist. Ich war ja früher Feind von Integrierten. Ich habe mir gesagt, das kaufe ich mir in der Rente mal. Das hat so einen Rentencharakter gehabt. Aber ist ganz und gar nicht so. Du genießt die Reise anders. Also ganz ehrlich, das wäre für mich sogar der Punkt, warum ich unbedingt sowas fahren möchte. Also ich finde das mega. Ich wollte immer... Abgesehen von der besseren Isolierung für ein winterfestes Fahrzeug, genau. Die Bugmaske kann man einfach mehr. Ja, genau. Also das ist eben wichtig. Du hast ein ganz anderes Fahrerhaus. Die Isolation, du hast es angesprochen. Das kannst du nicht vergleichen mit dem Kastenwagen schon gar nicht. Aber am Ende ist es völlig wurscht, ob du da einen Teilintegrierten hast. Weil vorne ist ja dann immer dasselbe. Ja. Das hier also ganz was anderes. Ja, cool. Dann würde ich sagen, hüpfen wir mal rein und gucken uns das Ganze mal von innen. Ich habe noch eine kleine Anmerkung. Ja, bitte. Die Scheibe ist öfter mal Kritikpunkt. Warum? Stehst du in Spanien, Malaga, Valencia und hast einen Scheibenschaden, dann dauert das halt ein bisschen länger. Carglass um die Ecke gar hat nicht die dran nicht. gedacht. Ja, klar. Der Kostenpunkt ist ein anderer, aber Ja. trotzdem würde ich das Risiko immer wieder eingehen, mir das zu erfüllen. Kostet auch ein bisschen mehr, aber der Besorgungsweg kann mal zum Hotelaufenthalt führen, im Ernstfall. Ja. Das muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, das ist oft eine Kritik, aber wenn ich ans Für und Wider denke, würde ich trotzdem den Integrierten nehmen, weil es bietet mehr Emotion. Vielleicht darf ich hier nachher mal ein Stück fahren. Du Ja, musst. cool. Ja, na dann musst. mache ich das gleich nochmal. Hüpft mal rein, oder? Ja, wenn du Lust hast, ich immer. Ja, Logo. Cockpit. Also das kennen wir vom Ducato. Also ich nicht, weil das ist der neue Ducato und ich bin den tatsächlich noch nie gefahren. Das muss ich unbedingt mal machen. Digitales Display, hin und her, bla und blub. Das Besondere beim Vollintegrierten ist dann natürlich, dass ich im Prinzip nur noch dieses Cockpit hier original habe. Und ab hier ist alles schon wieder Euromobil. Und ich muss sagen, das hat wirklich was vom Busfahren. Es ist so was ganz anderes. Ich kann es gar nicht erklären oder beschreiben. Es ist ganz anders. Tobi, das ist ja schon das Besondere hier. Das ist dieses F in der Bezeichnung Face-to-Face. So sieht's aus. Normalerweise hast du ja meistens die Sitze so, ne, und drehst dann dazu. Man muss es mögen, aber Ja. gibt es da Vorteile? Für mich auf jeden Fall. Ich liebe Face-to-Face.
weil dieses große dominante L halt verschwindet. Für Leute, die hauptsächlich zu zweit fahren. Ich sage immer, das ist dann der Tanzboden, der sich hier ergibt. Da kannst du schon schwufen gehen. Du hast viel mehr Platz. Ja, du hast viel mehr Platz, viel mehr Bewegungsfreiheit. Und wenn der Kämmer mal ein Steak mehr isst, dann sieht man ihm das vielleicht auch an, dann kommst du schön aneinander vorbei. Ja, okay. Bei den Sitzen, auf denen wir sitzen, habe ich jetzt auch von dir lernen dürfen, dass man die für die Fahrt auch nochmal umrüsten kann, wenn man zu viert fahren möchte oder zu dritt. Falls du Kinder hast, den Enkelpferd mit. Man die sieht sie so eher nicht selten fahren. in der Anwendung. Nein, auf keinen Fall. Es geht gegen die Fahrtrichtung auf zugelassenen Plätzen mit dem Beckengurt. Ansonsten müssen 3 bzw. 2 vollwertige Sitze mit 3-Punkt-Gurt sein. Und es sieht kompliziert aus, aber am Ende ist das schnell umgebaut. Ne? Ich war zu doof am Anfang, wirklich. Ich habe es lange nicht mehr umgebaut. Warum? Ich brauchte es nie. Aber ich denke mir, in der Rückbauzeit haben wir festgestellt, eigentlich 30 bis 50 Sekunden. Ja, dann hat das jeder erledigt. Tatsächlich. Klapp, klapp, klapp. Sie haben sich was gedacht dabei. Du, und dann, Tobi, haben wir hier noch das Bett. Jetzt ist aber wahrscheinlich so, glaube ich, 95% der Leute, die so ein Fahrzeug fahren, fahren zu zweit. Also brauche ich das doch eigentlich nicht, oder? Ja, es gibt diese Modelle auch mit der Galerie, sage ich immer, mit Schränken statt Hubbett. Das kostet auch ein bisschen mehr und dann denken sich immer alle, es fällt doch das Hubbett raus, warum kosten dann die Schränke mehr? Weil es in der Produktion eine Riesenumstellung ist. Ein Fahrzeug kommt so, 90% kommt Hubbett und dann kommt einer mit dem Schrank, das ist jede Minute am Band, das ist getaktet, kostet Geld und den musst du halt dann schlucken, die Kröte. Die meisten kaufen aber Hubbett erfahrungsgemäß. Ich hatte ein Fahrzeug ähnlich, vorne alles gleich, identisch face to face und ich konnte nur im Hubbett schlafen, weil ich hinten keine Einzelbetten mehr hatte. Und ich mit 2 Meter Größe haben sie alle gedacht, ja, wie schläft er denn hier? 1,90 mal 1,40 sind die Maße. Quer, also einfach schräg. Quer. Ja. Ich habe wunderbar geschlafen. Hat auch wieder diesen Blick. Da stehst du auf, du steigst dir übers Polster aus dem Bett und da hast du einen direkten Zugriff. Du hast den Fernseher da liegst im Bett und ja, was die Leute halt so machen, im Bett lesen zum Beispiel. Und auch das Handling ist denkbar einfach. Ich zeige euch das einfach jetzt mal am Beispiel des Abbaus. Ich nehme noch alle Kisten mit raus und dann muss man dafür sorgen, dass man erstmal die Gummis miteinander vereint. Warum? Damit sich die Seitenwände nicht irgendwie im Gestell verhaken. Dann einfach nur einmal anheben und der Rest geht ganz automatisch wie von Zauberhand. Zack, nochmal nachjustiert und fertig. Ach, und seht mal, weil es auch im Zusammenhang mit dem Bett wichtig ist, dass dieser Tisch ein bisschen multifunktional verschiebbar ist, zeigt mir der Tobi hier noch, was man alles mit diesem Tisch machen kann. Du kannst ihn natürlich aufklappen, dass du dazu 8 essen kannst. Du kannst ihn wieder zusammenfalten, du kannst ihn in alle Richtungen drehen und schieben, so wie du es eben gerade brauchst. Das Bedienpanel da oben ist eurer Mobilstyle, also kennt man von eurem Mobil. Da gibt es nicht viel zu sagen. Ich kann halt meine Füllstände sehen, ich kann generell Strom an, ausmachen. Standard. Klassiker halt einfach. Ja. Die Heizung hier, haben wir ja schon gesagt, ist eine alte Heizung. Ja. Das heißt, da muss ich schon auch im Heizverhalten ein bisschen anders agieren, als wir das von so Lüftungsheizungen kennen, oder? Ich brauche ein bisschen länger, bis es warm wird wahrscheinlich. Ja, aber das geht so in Fleisch und Blut über, würde ich mal sagen. Man sollte die Heizung natürlich wie in der Wohnung nicht ganz ausschalten. Wenn ich abends nach Hause komme, fahre ich wieder alles hoch. Ist auch nicht energieeffizient, sondern ich habe die in der Nacht auf 16 runtergeregelt und wenn es schön kuschelig war, 22 Grad, dann kann man auch einstellen per Timer, der macht es dann auch selber. Klar braucht die ein bisschen länger Vorlauf, bis das warme Wasser Fahrt nimmt. Das blasen halt nicht 38 Föhn mit warmer Luft rein, wie bei der Trummer Luftheizung. Hat alles seinen Vor- und Nachteil. Aber bei der Aldi habe ich eigentlich nie einen Nachteil gefunden, wenn das denn einer sein sollte. Wenn es ein bisschen länger dauert. Aber im Winter man muss es ja nur wissen. Runterfahren. Vorteil ist, gibt es natürlich auch bei der Gebläseheizung, die alte funktioniert mit Strom und mit Gas. Und da kannst du auch beides kombiniert fahren. Also das ist natürlich auch gut, wobei der Strom natürlich aus der Steckdose auf den Campingplätzen ein bisschen mehr Geld kostet. Naja, ich finde, also warum, ich hatte das bei dem Westfalia damals, ja, so eine Heizung, was beim Kastenwagen ja wirklich was Besonderes ist. Jetzt bin ich auch Allergiker und ich muss sagen, wenn du auf das Gebläse verzichten kannst, das ist wirklich toll. Also Leute, die da nicht geplagt sind, bei denen ist das egal, aber die das kennen, ist sowas wirklich Gold wert, ne? Das muss man wirklich sagen. Das Produkt, es gibt ja ein Produkt, das ein bisschen Abhilfe schaffen kann und sogar sehr gut Abhilfe schaffen kann. Wir können es, glaube ich, erwähnen. Erdtune baut die Filter zum Nachrüsten für die Trummer Luftheizungen und andere Modelle. Und das nimmt ja schon mal fast 99% diesen ganzen Staub, der rumfliegt, den du einatmen ist. Da wird ja immer wieder alles aufgewirbelt. Das ist irre, ja. Und jetzt kommt das Frühjahr mit den Pollen. Also ich bin selber sehr belastet. Ich stehe oft auf in der Früh, da sehe ich aus mit den roten Augen und fange schon zum Husten an. Ich persönlich, wenn du das einmal gehabt hast mit Warmwasserheizung, willst du die Luftheizung eigentlich
wenn das Fahrzeug viel nutzt, nicht mehr haben. Ja, genau. Seht mal, und dann möchte ich euch noch eine Sache zeigen und das ist die Verdunkelung hier an der Frontscheibe. Das ist ein automatisches Rollo und das kannst du komplett von oben nach unten fahren. Das Interessante ist aber, du kannst es auch so öffnen, dass du nur von oben die Jalousie leicht öffnest, dass man also, wenn man dran vorbeigeht, außen nicht reingucken kann, du aber von innen schön zum Beispiel den Sonnenuntergang sehen kannst. Du, dann gehen wir mal hinter in die Küche. Was haben wir denn da Besonderes? Im Prinzip nicht viel. Wir haben unsere Spüle, wir haben 3 Flammengasherd, Ja. wir haben ordentlich Verstaumöglichkeiten, sowohl oben als auch unten. Ja. Fertig, oder? Das reicht gut aus, da ist alles genutzt. Eine Kleinigkeit möchte ich euch an dieser Stelle aber doch noch zeigen. Und zwar achtet mal auf das, in Anführungsstrichen, Verdeck des Waschbeckens. Hier habe ich eine enorm große Arbeitsfläche nun, kann Sachen drauflegen und das Wasser fließt trotzdem ins Becken zurück. Finde ich super praktisch. Und kommt, wenn wir schon dabei sind, dann schauen wir uns die Ablageflächen auch nochmal an. Hier das Apothekerschränkchen. Daneben haben wir Schubladen, wo reichlich Platz ist. Man sieht es hier alles natürlich mit Softclose, dass es alles richtig schick und edel verschließt. Nach den 2 Schubladen haben wir hier unten noch ein kleines Fächlein, wo man noch ein bisschen Utensilien reinlegen kann. Und wir haben auf der rechten Seite noch eine große Schublade. Kühlschrank ist riesig. Das ist ein riesen Oschi. Da würde ich ja fast im Stehen reinpassen. Wobei das nur der zweitgrößte ist. Ja? 140 Liter und dann gibt es noch einen größeren mit 190. Da kriegt man doch direkt Appetit, wenn man das alles sieht. Was ich euch aber noch zeigen wollte mit dem Tobi, ist das große Eisfach. Dann gehen wir hinter ins Schlafgemach. Das ist ja hier wirklich besonders. Das sind richtige Einzelbetten. Ja, Ne? ja. Aber klar, brauche ich, damit ich den Gang frei habe, hinter dann zum Badezimmer. Und das ist ja natürlich schon wieder was ganz Besonderes. Ne? Hat natürlich auch seine Vorteile, sowas. Gell? Wie gesagt, das ist nicht für jeden da, aber es gibt ja für jeden ein passendes Pendant und da wird er fündig mit der Palette. Ja, absolut. Und ob du jetzt bei diesem Fahrzeug schon fündig geworden bist, das schreib mir gerne in die Kommentare oder was du sonst gerne suchen würdest. Und der Tobi, der zeigt uns in der Zwischenzeit die Staufächer, die Stauräume unterhalb der Betten, die wir auch schon ein bisschen von außen erahnen konnten und wo wir auf der Außenseite auch schon Zugriff drauf haben. Und wenn man jetzt das Bett auch noch hochklappt, dann hat man einen richtig guten Zugriff zu der kompletten Staufläche. So, die Betten sind wieder ordnungsgemäß angebracht und deswegen gucken wir jetzt noch ins Badezimmer hinein. Und da hilft mir auch der Tobi beim Filmen. Und ihr seht schon, ich bin mächtig überrascht hier auch von dieser großen Dusche zum Beispiel. Auch wenn ich das Handtuch jetzt nicht ganz so passend finde, aber das ist ein ganz anderes Thema. Und auf der anderen Seite ist nun dieser Kleiderschrank, den man auch von außen zugänglich hat. Hier sieht man auch noch mal kurz die Klappe. Finde ich ein sehr spannendes Konzept. Dann vielen Dank, Tobi. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum Fazit, oder? Hast du Bock? Gerne, immer. Fazit. Was halte ich jetzt von dem Fahrzeug? Tobi, ich glaube, ich weiß schon, was du von dem Fahrzeug hältst. Du findest das schon ganz geil, gell? Ja, meine Meinung ist auch durch. Ja. Ich könnte jetzt gar nichts anderes erzählen, weil ich liebe Eurer. Ich bin damit aufgewachsen im Camper-Business und ich habe da auch meinen Traumgrundriss gefunden mit einem ähnlichen Fahrzeug. Und für mich ist das wichtig, wenn man lebt drin, der Winter, die Winterfestigkeit, die Bequemlichkeit, klar hast du überall mal was. Und du kannst nicht alles 100% bekommen. Aber es wäre schon mein Fahrzeug. Bis auf die Bettkonstellation wäre jetzt nichts für mich. Getrennte Einzelbetten, warum auch? Ich bin alleine, ich kann mich überall hinschmeißen. Ja, genau. Also das Badezimmer da hinten finde ich mega. Das ist wirklich fantastisch, finde ich, den Platz hier. Also vor allem, wenn du aus dem Kastenwagen kommst, alles ist fantastisch vom Platz her. Also das ist irre. Und da wird mir auch wieder bewusst, wie schön es mit so einem wirklich voll integrierten ist. Also es ist einfach was anderes. Du hast vorne nicht immer diesen hier, wenn du nach vorne gehst. Der Platz ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, ich war überrascht von der Qualität. Ich dachte, eurer wäre da so ein bisschen schlampiger, aber ich finde, das ist alles ziemlich geil. Also alle kochen am Ende mit Wasser, aber ich glaube, die 5 Sterne da drauf zu drucken oder drauf zu kleben, ist schon gerechtfertigt. Ja. Genau. Also, zumal, wenn man schaut, was anderes machen und dann rausgeben. Küche und so weiter. Also, um das kurz zu machen, ich brauche so ein Fahrzeug nicht. Aber sowas zu erleben und sich das vorzustellen, diesen Komfort, den du damit hast, das ist unfassbar. Also das ist, wenn du aus so einem Kastenwagen kommst, das ist einfach ein Wahnsinn. Ich glaube, allein wegen der Größe, also wegen den Abmessungen, wäre das für mich schon Wahnsinn. Also so jetzt mal schnell in Italien zum Kiten mal schnell runterheizen und dann dort durch die Gässchen ist dann schon
anspruchsvoller. Am Ende geht es auch, weil ich meine, die fahren auch alle mit ihren 7,5 Tonnen da rum. Also, ne? Aber das ist wahrscheinlich auch eine Gewöhnungssache. Also um das kurz zu machen, mein Fazit ist, für mich wäre es nichts, aber ich finde es geil. Also es ist wirklich cool. Also insofern hat es mich schon wieder mega gefreut, dass ich mir das anschauen durfte. Jetzt bin ich aber gespannt, was haltet ihr davon? Was sagt ihr vor allem zu diesem Grundriss? Was sagt ihr generell zu voll indikiert oder welcher Typ seid ihr? Schreibt es sehr gerne unten in die Kommentare. Am Ende gibt es kein Schwarz-Weiß, Camping ist bunt und genau so soll es ja auch sein und ich glaube, das feiern wir auch alles. Absolut, genau so, jedem das seine. Deswegen bin ich auch gespannt, was wir dann beim Joghurtbecher-Treffen alles so treffen werden, weil nochmal gesagt, es sind ja nicht nur die Joghurtbecher, es sind alle herzlich willkommen, glaube ich. Alle, ne? ja, natürlich. Und insofern kann man da bestimmt auch in die eine oder andere Tür mal reinducken. Freue ich mich drauf. Mit Sicherheit. Ich wünsche euch auf alle Fälle ganz viel Erfolg für die Veranstaltung. Du bist herzlich eingeladen, wenn du Zeit hast, rutsch vorbei. Ich weiß, aber ich bin da gerade mit meinem Kleinen. Das hast du dir verdient. Deswegen kann ich da leider nicht. Jeder braucht mal seinen Campingurlaub, auch Markus. Ja, tatsächlich. Nein, aber ich wünsche euch ganz viel Erfolg dazu und ich glaube, wir werden ganz viel im Netz finden dann zu dem Joghurtbecher-Treffen und es war ja dann hoffentlich auch nicht das letzte. Das hoffen wir natürlich auch. Viele Kollegen sind auch da, freuen wir uns schon drauf. Wir werden ordentlich informieren aus dem Spargelhof Kleistow bei Berlin. Googelt cool. Joghurtbecher-Treffen. Ja, und jetzt würde ich sagen, lasst ihr super gerne ein Like da. Gar nicht für mich oder für das Auto, sondern heute für die beiden, die uns dieses Auto zur Verfügung gestellt haben, dass wir reingucken können. Und für den Tobi. Für mich war das so schön, jetzt mit dir als Experte durchzulaufen, weil ich wieder gemerkt habe, wenn du halt auf so ein Ding fixiert bist, ich habe so viel wieder lernen dürfen heute. Das war echt cool. Also herzlichen Dank dafür, Tobi. Und ihr ordentlich Daumen hoch. Wenn ihr total wild seid, dann dürft ihr natürlich sehr gerne den Kanal abonnieren. Drückt die Glocke, denn dann werdet ihr sofort informiert, wenn es hier wieder ein neues Video auf dem Kanal gibt, rund um das Thema Camping. Ja, und damit würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt, völlig egal, mit welchem Fahrzeug ihr unterwegs seid, immer ganz, ganz tolle Reisen. Das Wichtigste ist, kommt gesund und glücklich wieder zu Hause an. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Hoffentlich wir uns auch bald wieder. Unbedingt. Und nochmal herzlichen Dank an dich. Schön, dich zu sehen. Macht's gut.